Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget und wir befinden uns heute auf dem w43.sfgame.net Server, ja, auf dem 43. internationalen Server, der gestern gestartet ist, für euch gestern, für mich heute, denn wir spielen jetzt hier auf dem Server kurz nach Serverstart. Es ist jetzt 18 Uhr, also 2 Stunden ist der Server schon online und wir verschaffen uns mal ein erstes Bild, was auf dem Server so abgeht, ja. Ich habe das Ganze nicht gelivestreamt. Das ist keine Ahnung, wann ich den letzten Serverstart richtig verpasst habe zu streamen. Ist auf jeden Fall schon Ewigkeiten her. Aber auf jeden Fall hatte ich an diesem Server nicht wirklich Interesse. Trotzdem werden wir uns mal das nicht nehmen lassen, uns hier mal auf dem Server ein bisschen umzuschauen. Und wir erstellen uns mal eine Klasse. Und dann würde ich sagen, ja, Profilbild ist erstmal egal. Wir nehmen mal den Dorzer, der ist bestimmt vergeben. Ja, dann nehmen wir mal die guten alten Stürzer. Ja, also Freunde der Sonne, Kinder der Nacht, Ritter der Leidenschaft. Was ist denn da los? Dann nehmen wir den Störzer. Ist der Störzer frei? Gut, der ist auch lustig. Störzer ist frei, aber Stürzer ist vergeben. Gut, so viel dazu. Ja, wir gehen auf den Server drauf. Ja, wir brauchen keine Tipps, wir sind auf jeden Fall voll Profi. HD-Grafiken sind schon standardmäßig hier wahrscheinlich drin. Ja, und dann nehmen wir aber noch Timer dauerhaft anschalten und Sequenzen überspringen. Das Ganze werden wir hier noch mit reinbasteln und dann werden wir uns mal umschauen. Das Ganze ist noch relativ laut, deswegen... Achso, ich habe das hier schon runtergeschaltet. Da müssen wir in den Einstellungen das noch ein bisschen, machen wir auf 10. Ich glaube, da ist meine normale Lautstärke immer so. Ja. Und dann werden wir uns mal umschauen, erstmal bevor wir hier uns auslassen mit unseren 100 Treibsanduhren, die zur Verfügung stehen. Hier ist ja auch gerade 5-fach-Event auf dem Server, werden wir erstmal schauen, wer hier denn alles so auf dem Server vertreten ist. Also, ich habe mir schon mal sagen lassen, ich war vorhin, oha, wer will's wissen, hier direkt mit Goldrahmen hier am Start, ja, aber ist hier schon Stufe 24. Das ist natürlich auf Langzeit gesehen nicht gerade sehr effizient, denn wir wissen alle, man sollte nicht über Level 10 pushen, sondern erstmal ab Level 10 das Sammelalbum aus dem Zauberladen holen und damit dann erstmal ein paar Prozent im Sammelalbum sammeln, um später dann abends, wenn man ein paar Prozente hat, mit einem besseren Sammelalbum zu questen, damit man am Ende des Tages mehr davon hat, als jetzt schon seine ganze Alu zu verspielen. Das nochmal als kleiner Anfängertipp, als kleiner Reminder, aber das denke ich mal, sollten die meisten von euch wissen, wie das Ganze schon abgeht. Ja, ich wollte auf dem Server hier nicht großartig was machen und auch kein Kurzzeitprojekt oder sowas, deswegen kam auch kein Stream und nix, aber auf jeden Fall gucken wir jetzt mal 2 Stunden nach dem Serverstart hier so rein, wer hier so am Start ist. Es ist wohl, ja, nicht großartig ein YouTuber hier auf dem Server, also für die Leute, die daran Interesse haben, auf dem Server zu spielen. Fatty Family, das ist doch hier, weiß ich nicht, erinnert mich irgendwie an Fatty Pillow, aber ich glaube, der ist hier nicht mit am Start. Nee. Wer da Interesse hat, auf einem YouTuber-freien Server zu spielen, kann hier gerne drauf joinen. Ich weiß zum Beispiel, der Paul Terra ist am Start, der will hier ein bisschen durchziehen. Ich glaube, das ist so, er hatte zumindest gesagt, ich war vorhin in seinem Stream gewesen. Das ist so der Einzige, der so ein Charakterbild hier hat auf dem Server. Und ja, es ist hier in der Gilde Solar. Und ich glaube, da müsste auch der Hanrizzle irgendwo drin sein. Hat er mir zumindest verraten. Bin ich mir jetzt aber unsicher. Ja, doch, da unten ist er. Wie weit er hier spielen wird, keine Ahnung. Und ja, da bin ich mal auf jeden Fall gespannt, wie das in Zukunft aussehen wird. Paul hatte schon gesagt, er will vielleicht ein bisschen was hier machen auf dem Server. Ein paar Videos, ein bisschen hier und da, ein bisschen mal gucken. Aber ja, auf jeden Fall lässt er sich hier nicht... die Butter vom Brot nehmen sozusagen. Gut, jetzt will ich mal ganz kurz gucken, wer hier meinen Namen schon wieder stibitzt hat. Also, das ist da hier, moin moin Dorzi, ja, ist klar. Grüße gehen raus, Let's Fetz, alles klar. Ist hier in was für einer Gilde? In einer Gilde mit minus 17 Spielern. Ja, das trifft sich natürlich, das ist sehr gut. Ja, also hier schon die Leute hier schon auf Minus-Level hier unterwegs. Und ja, das scheint wohl noch ein bisschen irgendwie verbuggt zu sein oder so. Aber ja, mal gucken, gibt es hier schon ein paar Gilden auf dem Server? Also das ist wirklich, ja, weiß ich nicht, hier, also da ist irgendwas hier aber ganz falsch gelaufen irgendwie. Ja, also wie gesagt, meine Pläne auf dem Server, um das mal kurz hier
festzuhalten. Ich werde auf dem Server nicht spielen. Ich werde auch nicht langfristig auf dem Server oder kurzfristig auf dem Server spielen, sondern das ist das einzige Video, was ich aufnehme hier von diesem Server. Und das wird es dann sein. Ja, also ihr braucht mich hier nachher nicht anschreiben oder so. Ich werde hier auf dem Server nicht weiter spielen. Es sind schon jetzt nach 2 Stunden 169 Gilden gegründet. Mal gucken nach 2 Stunden, wie viele Spieler hier auf dem Server sind. 3251 registrierte Spieler nach 2 Stunden ist für einen internationalen Server ja, ausbaufähig, sag ich mal. Ich glaube, da hatten wir schon bessere, gehyptere Server, aber wie gesagt, der Server wird, glaube ich, nicht durch irgendeinen YouTuber großartig supported. Deswegen denke ich mal, ist das auch ein sehr gechillter, ruhiger Server. Die ersten hier schon mit der Festung am Start, Alter. Man glaubt es nicht, ja. Aber es ist natürlich einiges möglich hier durch das Anfangsding, das Anfangsteil, was man sich da kaufen kann. Das hier Starterpaket. Ja, deswegen, achso, gut, ja, das machen wir mal jetzt nicht, da habe ich jetzt kein Interesse dran. Wir holen uns mal ein Reittier, können uns leider nicht den Greifendrachen holen, können uns auch, ja, den Raptor nicht holen, weil wir kein Gold haben, können uns den Wolf holen, der ist aber wack, ja, also im Prinzip ist hier alles, ja, jetzt nicht so interessant, sag ich mal, außer vielleicht der Raptor, aber dann nehmen wir mal hier einfach den ach nee, den Wolf können wir uns auch nicht leisten. Wir brauchen erstmal brauchen wir irgendwoher, müssen wir jetzt mal ein bisschen Gold farmen. Und ich würde sagen, da nehmen wir doch einfach mal die Sanduhren in Anspruch hier und erfarmen uns erstmal ein bisschen Gold, damit wir zumindest uns, na komm, wir gehen auf 10 Gold, ja, und dann kaufen wir uns das 30er Mount. Und mal gucken, was haben wir hier? Ah, okay, 15 Pilze ist jetzt nicht gerade sehr lukrativ. Ja, nehmen wir noch das Teil an hier. Zack, haben 10 Gold am Start. Jetzt sind wir rich und können uns jetzt mal hier den Raptor mal auf ganz genüssliche Art und Weise gönnen. Ja, und jetzt haben wir ihn, zack, und jetzt können wir hier richtig fett durchquesten hier. Können die Sanduhren nutzen und mal schauen, ja, was wir damit anstellen können hier. Wie gesagt, das Ganze ist natürlich nicht gerade sehr effizient, was ich hier mache. Deswegen rate ich euch davon natürlich ab. Das Ganze dient dann doch eher ein bisschen zur leichten Unterhaltung hier. Ja. Also die Sanduhren, die würde ich dann schon ganz gerne verballern. Aber ja, wenn man hier wirklich langfristig spielen will, ist das natürlich hier kein effizienter Playstyle, ne? Das ist natürlich klar. Nur die Sanduhren, die möchte ich jetzt mal wirklich ganz gerne. Das macht immer Spaß, muss ich sagen, wenn man mal einen neuen Server zockt. Dass man hier so einen direkten Start hat hier mit den Sanduhren. Das macht das Leben auf jeden Fall um einiges einfacher. Auch so für Kurzzeitspieler so, ne? Finde ich das auch ganz nice, muss ich sagen. So wie mich jetzt hier, der jetzt gerade mal drauf gestartet ist und nicht so viel Interesse hat, diesen Server langfristig zu spielen, hat hier aber trotzdem seinen Spaß durch, durch das Questen mit den Sanduhren, weil das ist schnell gemacht auf jeden Fall und finde ich eigentlich ganz cool. Und ja, dann gönnen wir uns mal hier schon mal den Dungeon-Schlüssel, dann haben wir den schon mal am Start. So, haben hier ein Hütchen und wir haben jetzt schon ein bisschen Gold. Ich hoffe, ich werde nicht abgefarmt, aber ich bin hier so weit unten in der Rangliste. Also das würde mich wirklich stark wundern, wenn ich hier irgendwie abgefarmt werden sollte. Ja, deswegen queste ich hier auf jeden Fall erstmal durch. Schauen mal, ob wir irgendwas bewegen können hier. Zack, so. Neues Equipment könnte man sich holen. Wir gehen mal ein bisschen auf Geschick hier. Ne, damit wir mal ein bisschen Gold loswerden. Und dann versuchen wir mal nachher gleich den ersten Dungeon Try. So, dann gehen wir mal noch ein bisschen auf Ausdauer hier, damit das ein bisschen gebalanced ist zum Anfang, das Ganze hier, mehr oder weniger. So, okay. Und dann wird sich hier einer reingesuppelt heute. Ja, wie gesagt, die Server-Starts, die starten ja jetzt immer, oder immer wenn ein neuer Server erscheint, dann startet dieser mit einem 5-fach-Event
Auf allen anderen Servern ist ja jetzt momentan Erfahrungsevent und ja, nur auf den neu erschienenen Servern ist Freitag, Samstag, Sonntag 5-fach-Event zum Start. Was das Ganze auch nochmal cooler macht, in my opinion auf jeden Fall, da das Ganze wirklich ziemlich Spaß macht, Serverstart zu spielen, wenn diese neu erscheinen, ja, was ja normal ist zu Serverstarts, ne? Ist klar. Und ja, deswegen das in Kombination mit den schnellen Questen durch die Sanduhren, finde ich das doch ganz angenehm, muss ich sagen, zu zocken. Und ja, deswegen sind wir jetzt hier schon Stufe 15 auf jeden Fall. Trinken noch unser Maß Bier hier auf jeden Fall. Und dann werden wir mal schauen, wenn wir hier durchgequestet haben, dass wir so ein bisschen vielleicht mal gucken, ob wir den Dungeon legen und ein bisschen in der Ehrenhalle vielleicht ein bisschen höher kommen. So, ne? Ich meine, wir haben zwar jetzt, ich will auch hier kein Geld ausgeben auf den Server, wir haben jetzt nicht sehr viele Pilze, um uns in dieser schnellen Zeit hochzupilzen in der Rangliste. Deswegen werden wir wahrscheinlich hier wenig Erfolge feiern, denke ich mal. Zumal wir ja auch diesbezüglich ein neues Equipment bräuchten und das kostet ja auch Pilze. Deswegen, ja, denke ich mal, wird das nicht gerade sehr gut sein. So, wir haben Stufe 17 erreicht mit einem 30er Mount, muss man dazu sagen, ne? Also, das ist natürlich jetzt, ja, nicht gut, sag ich mal so. Ja, mal gucken. Wir werden mal einmal hier blättern. Dadurch, dass wir ja jetzt Stufe 17 sind, vorher hatten wir ja noch einen Shop gehabt mit Stufe 1 quasi, ne? Ja, und deswegen, hier sieht man noch die alten Items, jetzt blättern wir einmal und dann kriegen wir ein paar neuere Items auf jeden Fall. Haben hier einen Glücksgürtel, ja, Geschick, Rüstung können wir uns mal gönnen hier. Dann Geschick Gürtel gönnen wir uns, dann, ja, die Glücksschuhe werden sich hier gegönnt und ja, dann werden wir hier nochmal einmal blättern. Was haben wir da? Tränke kann man sich auch gönnen, ja. Pilze werden wir hier nicht für Items ausgeben. Das ist nicht sehr lohnenswert. Das ist ein komplettes Scheiß-Item. Den Trank gönnen wir uns nochmal, der ist besser. Und ja, jetzt würde ich nur noch ganz gerne ein Ring of Fire haben. Da haben wir einen. Den werden wir auch gleich, denke ich mal, nehmen. Zack, das Item ist noch deutlich besser. So, und ja, mehr steht uns jetzt erstmal nicht zur Verfügung. Da wir jetzt nicht großartig Pilze haben. Huch, ich hätte zwar noch ganz gerne jetzt irgendwie noch Tränke gehabt. Wir können uns, keine Ahnung, wir können uns die noch holen hier, aber ja, das wird natürlich jetzt auch nicht den Kohl irgendwie großartig fett machen hier. Deswegen werden wir noch ein bisschen hier in unsere Stats reinknallen. Ein bisschen mehr noch hier in Geschick, den Rest und dann war's das. Ja, bisschen Glück, zack, einmal. Und ja, das ist dann unser Char. Wie viele Sanduhren haben wir noch? 49, okay. Mal gucken, was sagt der erste Dungeon? Das Gespenst werden wir, denke ich mal, auseinandernehmen. Boom, easy, Points. Ja, den zweiten Gegner könnten wir auch noch schaffen. Denke ich mal, easy, ja. Und jetzt haben wir nur noch 10 Pilze. Der dritte ist auch noch 9 Pilze. Wenn wir beim ersten hier verkacken. Oh, oha. Noch ein Item. Oh, heftig, heftiges Upgrade. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr sehr viele Pilze am Start, um uns hier in der Ehrenhalle großartig hochzukämpfen. Ja, das ist natürlich relativ doof, sag ich jetzt mal einfach so. Ne? Wir können uns mal, keine Ahnung, suchen wir uns mal einen aus, ja, wir sind jetzt 1100, wir gehen mal 800, Platz 800, kriegen wir den down? Fragezeichen, mal schauen. Ah, der hat volle Tränke, ne? Aber der ist trotzdem easy. Zack. So, ja, weil der macht es eigentlich pfiffig so. Der geht bis Level 10 und nicht weiter. Das ist natürlich so, wie man es machen sollte. Deswegen besiege ich ihn auch noch momentan. Aber das wird sich natürlich, denke ich mal, ändern. So, Nachtghoul, was sagst du? Bist du noch drinne? Oha, ganz knapp. Aber ein ganz knappes Ding hier. Ja, kriegen noch mal ein bisschen Gold. Zack. Wir werden den Rest hier auch nochmal reinskillen, ein bisschen im Glück. Und der nächste Gegner sollte, denke ich mal, nicht mehr machbar sein. Meines Erachtens nach, nee, okay, der ist heftig. Okay, der ist schon ziemlich krass. Ja. Oha, aber ich denke mal, wenn wir ein bisschen ausgewichen wären dann und ein paar Crits ausgeteilt hätten, dann wäre auch der auf jeden Fall auch möglich. So, wir sind
Platz 800, jetzt auf einmal. Dadurch, dass wir einen angegriffen haben, sind wir von 1100 auf 800. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Jetzt gehen wir mal auf die 500. Mal gucken, was sagst du hier? Ja, ich würde mal sagen, okay, warte mal. Wir nehmen mal jemanden, der irgendwie vom Level her noch nicht so hoch ist. Du hier. Vielleicht. Bist du vielleicht gut? Ja, ich denke mal, du solltest machbar sein. 450. Mal gucken, wie es aussieht. Ja, den schaffen wir easy. 263 Ränge aufgestiegen. Haben sogar noch ein bisschen Gold von ihnen abgefarmt hier. Nice, so muss das auf jeden Fall sein. Sind jetzt Rang 631. Wir gehen mal auf die 400er. 400. So, da haben wir noch auf jeden Fall jemanden hier am Start. Huch, wo ist jetzt der hin? Okay, der ist hier irgendwo hops gegangen. Warte mal, wir gehen mal vielleicht noch mal auf die 300. Mal schauen, was haben wir denn hier noch? Aber ich glaube, da haben wir kaum noch Chars. Oh, hier ist noch einer mit Level 10. Oha, aber der will es wissen. Okay, der ist krass unterwegs. Der hat hier Top-Tränke am Start, aber wir probieren ihn trotzdem mal. Auch wenn der wahrscheinlich sich gut ausgerüstet haben wird, könnte es sein, dass wir ihn trotzdem hier eliminiert bekommen. Den Fire Giant. Hier der Berserker haut hier mit seiner Kombi einen raus. Oh, und da kommt der letzte Hit. Haben ihn auch nochmal. 153 Ränge aufgestiegen. Sind jetzt auf Platz 476. Ne? Ja, ist doch auf jeden Fall ganz nice für das, was wir jetzt hier bisher Free-to-Play investiert haben. Wir gehen mal auf die 200. Jetzt wird es, glaube ich, schon ein bisschen interessant hier. Ich glaube, das wird schon nicht mehr machbar. Okay, hier sieht man die Spieler, die alles falsch machen zum Serverstart oder es genauso machen wie ich, die halt nicht langfristig hier drauf spielen wollen. Okay, da sind wir schon bei den Top 1, Platz 1 hier. Ja, deswegen, vielleicht kriegen wir nochmal einen Level 10er hier irgendwo. Hier war einer. Mal gucken. Magier. Wollen wir den mal probieren? Wir probieren mal einfach. Mal schauen, was dabei herauskommt. Ja. Okay. Oha. Also wenn er crittet. Nice. Haben wir ihn auch noch. 123 Ränge aufgestiegen. Wir sind jetzt auf Platz 357. Okay. Nice. Nice. Ja, also wenn wir schon hier Free-to-Play uns hoch pilzen, dann auf jeden Fall auch richtig. Hier ist nochmal ein Level 10er. Ja, hat auch Top-Tränke, aber ist halt Level 10, also von daher könnten wir ihn packen. Easy. 125 Ehre. Ja, nice. Den werden wir direkt nochmal abgrinden hier. Zack, nochmal ein bisschen Ehre gewonnen, ein paar Plätze aufgestiegen, 227. Sehr gut, ja. Sind jetzt einfach mal auf 227. Und wir haben einen letzten Pilz, den wir hier noch investieren können. Mal gucken. Achso, naja, hier wird es nachher schon kriminell. Also gegen die Leute habe ich natürlich keine Chance, die hier Top-Tränke drin haben und Level 20 sind. Das ist natürlich klar. Deswegen suchen wir uns die raus, die erst heute Abend zur Happy Hour spielen werden. Die Level 10 sind oder so. Aber da kommen wir schon fast in meine Region, wo ich hier schon bin. Deswegen gibt es hier wahrscheinlich gar nicht viel mehr großartig. Ja. 227. 229 jetzt. Okay. Gut, wir werden mal schauen. Den nächsten Level 10er, ich weiß nicht, ich glaube, hier gibt es nachher schon keine Level 10er mehr. Das wäre arg unrealistisch, glaube ich. Ja. Deswegen, keine Ahnung, würde ich mal jemandem vorschlagen, der jetzt vielleicht keine Tränke hat oder so. Obwohl das wahrscheinlich auch nicht so sein wird, dass hier noch jemand ohne Tränke am Start ist. Da die natürlich... Okay, gut. Wollen wir ihn nehmen? Wir versuchen ihn. Komm. Mal schauen, ob wir ihn geschlagen kriegen hier. Oh, der macht viel Schaden. Nee. Wenn ich... Oha. Okay. Also da haben wir nochmal einen krassen Kampf gehabt zum Schluss. Ja. Haben ihn leider nicht besiegt bekommen. Aber das sind natürlich dann schon die Leute, die... keine Ahnung. Die hier ein bisschen reingepilzt haben und schon Geld investiert haben zum Anfang und sich hier hochpilzen. Ist natürlich, wie gesagt, nicht die schlauste Art und Weise, aber wer es machen möchte, kann das natürlich tun.
Und ja, zum Spaß haben wir das ja auch immer gemacht mit unserer Projektgilde zum Serverstart. Da machen wir ja genau nichts anderes, nur halt noch mit 5 Euro Startkapital. Das reicht auf jeden Fall aus, um ja, ein bisschen oben mitzuspielen zum Serverstart zumindest. Ne? Danach dann nicht mehr. Deswegen auch der Name immer Momentum Glory. Wir sind halt nur einen Moment da und danach ja, ist nicht mehr so viel zu sehen von dem Glanz und Gloria. Aber dafür haben wir auf jeden Fall unseren Spaß hier. Ja. Hier ist iGuild. Hier war doch... Ne, warte mal. Achso. Da war doch hier der Fake drin, oder? Ja? Bin ich da richtig? Wollen wir da mal einfach reinjoinen? Wir können da einfach reinjoinen hier. Da ist er. Ja, moin. Ist klar. Ist natürlich klar. Direkt hier den Account geschnappt und dann nie wieder drauf gespielt. Ist natürlich klar. Ja, jetzt haben sie hier einen Dorzer und einen Störzer in der Gilde. Das ist natürlich nice. Was ist das denn eigentlich für eine Gilde hier? Internationale Gilde. Okay, ja. Aber scheint nicht so viel los zu sein, auf jeden Fall. Ne? Ja. Mal schauen. Aber es sind auf jeden Fall hier, die meisten sind hier aktiv drin. Gut, ich denke mal, das war's denn soweit gewesen. Wir gucken nochmal auf die Platzierung hier. Mal ein paar aus der Gilde sind hier auf jeden Fall am Start. Hier ist noch eine deutsche Gilde. Da gucken wir auch nochmal drauf. Mal gucken, Deutsche, 100 bis 300 Alu, ob wir hier irgendjemanden kennen. Ja, mal Beschreibung hier gucken. Ey, Beschreibung. Aber vom Namen her sehe ich jetzt auf den ersten Blick erstmal keinen, aber natürlich fühlt euch alle gegrüßt, falls das hier jemand sehen sollte. Kann er ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Generell könnt ihr mal auch ganz gerne reinschreiben, ob ihr hier auf dem Server aktiv spielt oder ob der genauso an euch vorbeigeht wie an mir. Ne? Deswegen, das würde mich auch nochmal interessieren, ob hier jemand von euch, ja, keine Ahnung, hier irgendwas anfangen kann mit dem Server oder ob das nur so ein weiterer von vielen Servern ist, so, ne? Deswegen, ja, also bei mir war sowieso klar, dass ich da nicht drauf zocken werde. Hier ist natürlich klar, ich habe meine Accounts und damit bin ich auf jeden Fall mehr als gut ausgelastet. Deswegen, ja, aber ich lasse mir natürlich sowas nicht nehmen, mal hier so ein bisschen zum Start in den Server reinzuschauen. Gut, das soll es dann soweit gewesen sein. Ich hoffe, der erste kleine Eindruck von W43 International hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.